und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Ich werde heute damit beginnen, meine neue Poolterrasse auf der Südseite des neuen Pools zu bauen. Ich werde in diesem Bereich eine Aufständerung bauen, um die Terrasse auf die richtige Höhe mit den Beckenrandsteinen zu bekommen. Den Skimmer muss ich einbauen und den Höhenunterschied zu meinem Poolhaus ebenfalls kompensieren. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Vor einigen Jahren stand hier noch ein Stahlwandpool, der in der Erde eingelassen war. Den Stahlwandpool habe ich zurückgebaut und auch die Terrasse, die sich außenrum um diesen Stahlwandpool gezogen hat. Das Projekt Stahlwandpool und der Rückbau und meine Erfahrung mit der damaligen aufgeständerten BPC-Terrasse findet ihr oben rechts verlinkt. Nun werde ich das Ganze aber wieder fortführen, und zwar mit dem neuen Pool, den wir ja gebaut haben, den Schalsteinpool. Und ich möchte die bestehende Terrasse, die wir letztes Jahr mit diesen Steinen gebaut haben, hier vorne verlängern und möchte hier auf diesem Bereich einen Steg bauen, um über diesen Steg auf das Dach des Poolhauses zu kommen. Das haben wir extra verstärkt und dort sollen dann die alten BPC-Terrassendielen, die ich früher schon genutzt habe, erneut eingebaut werden. Auch die alten Hölzer, Lärche, heimische Lärche, möchte ich wieder verwenden. Was ist mein Ziel? Ich möchte die Balken hier an der Wand befestigen. Ich möchte ein Aluminiumträgerprofil aufbringen, damit die Schrauben dauerhaft da drin halten. Und da oben drauf sollen dann diese BPC-Dielen ebenfalls befestigt und verschraubt werden. Der Aufbau seht ihr quasi jetzt hier im Detail. Die richtige Höhe habe ich mir bereits ausgemessen. Ich werde hier Winkel anbringen, um den Lagerbalken aufzulegen. Darauf dann das Aluprofil und da oben drauf im Querformat die BPC-Dielen. Von der Tiefe her soll das Ganze ungefähr bis hierher gehen, bündig mit meiner Gabionenwand, und das sind ungefähr 80 cm. Also jede Menge, das heißt, ich muss ein paar Profile einbauen, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Gleichzeitig muss ich mir aber Gedanken machen, wie ich später problemlos an meinen Skimmer herankomme, wenn denn die Dielen auf dieser Höhe durchgezogen werden. Leider passt es nicht von der Kragenhöhe, dass ich diesen so weit herausziehen kann, um hier bündig das Ganze abzuschließen. Da fehlen dann doch einige Zentimeter. Da muss ich mal sehen, wie ich das mache. Wenn ihr eine Idee, einen Vorschlag für mich habt, schreibt mir gerne jetzt schon mal einen Kommentar unter das Video. Dann muss ich zusätzlich auch noch diesen Höhenunterschied ausgleichen. Dieser Stein ist auf der Höhe des Beckenrandes hier von diesem Poolhaus gebaut worden. Hier hat sich damals technisch leider nicht anders möglich eine Erhöhung ergeben. Das muss ich ebenfalls ausgleichen. Mein Ziel ist es, die BPC-Dielen jeweils bündig mit den einzelnen Steinen aufzubauen. Die Höhe dieser Dielen, dieser Aluprofil, passt perfekt zu den Steinhöhen. Das habe ich damals beim Kleben schon mit so berücksichtigt. Und ja, jetzt sage ich euch einfach viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde zunächst den großen Balken auf der Rückseite anbringen, dann über die alten Schuhe von der alten Terrasse hier vorne einen Balken, entsprechende Querverstrebung werde ich anbringen und danach die Aluminiumprofile aufschrauben. Die Schwerlastwinkel habe ich mit Zehnerschrauben und Dübeln an der Wand befestigt. Das hält auf jeden Fall. Den Balken von meiner alten Terrasse habe ich anschließend mit der Kappsäge auf die richtige Länge gebracht und von unten befestigt. Die alten Schuhe wurden ebenfalls wieder in die bereits vorhandenen Löcher verschraubt mit massiven 14er Schrauben. Die 10 cm starken Balken der alten Terrasse kamen natürlich auch wieder zum Einsatz. Mit Holzfresserschrauben habe ich sie an den Pfostenschuhen befestigt und somit das Fundament fertiggestellt. Die beiden Balken an der Wand und den freistehenden Balken habe ich im Anschluss mit 4 Querbalken aneinander verschraubt. Mit einem Stirnband, welches ich mit 30 cm langen Holzschrauben befestigt habe, wurde dann auch der freistehende Bereich so gesichert, dass hier nichts mehr wackelt. Die erste Etappe ist geschafft und ich habe die Unterkonstruktion für den Pool hier aufgebaut. Die Balken sind auf
der einen Seite mit der Poolwand direkt verschraubt, auf der anderen Seite massiv im Boden verankert, untereinander über die Winkel fest verschraubt. Und das Kopfband hier an dieser Seite gibt zusätzliche Stabilität. Hier wackelt nichts mehr. Ich habe bereits damit begonnen, meine Aluminiumprofile aufzulegen, um zu schauen, wie das Maß aufgeht. Die Reststücken, die ich hier abschneide, werde ich natürlich dort anstückeln müssen. Ich muss mal schauen, ob der Abstand hier ausreichend ist, denn wie ihr aus meinem Video zu 3 Jahre BPC-Erfahrung wisst, bin ich mit dieser BPC-Terrasse nicht wirklich zufrieden gewesen, denn diese Dielen haben sehr schnell in der Sonne eine Bälle, eine Durchbiegung bekommen. Da sollte der Abstand nicht zu groß gewählt werden. Aber ich habe sie noch, muss ich nicht neu kaufen, hat ja auch seine Vorteile. Im nächsten Schritt werde ich nun meine Aluprofile fertig ausrichten. Ich werde sie an den passenden Stellen abschneiden, wieder neu anstückeln und dann kann ich beginnen, meine BPC-Dielen hier direkt drauf zu verschrauben. Die Aluminiumprofile habe ich zunächst vorgebohrt und anschließend mit Holzschrauben an den Balken befestigt. So kann ich sicher gehen, dass später alles an Ort und Stelle bleibt und nichts verrutscht. Auch die Löcher für die Anfangs- bzw. Endklammern habe ich zunächst vorgebohrt, bevor ich die Schrauben dann direkt in das Aluminium verschraubt habe. Anschließend konnte ich die erste Diele einhaken und ausrichten. Die Terrassenclips zur Befestigung der Dielen von meiner alten Terrasse, die konnte ich wiederverwenden. Das System ist später nicht sichtbar und wird direkt mit den Dielen und dem Untergrund verschraubt. Da die Aluminiumprofile so massiv waren, musste ich auch hier jedes Loch zunächst mit meinem Kobaltbohrer vorbohren. Aber die Dielen halten dafür umso besser. Mit einem Kernbohrer habe ich dann auch das Loch für die Bodenhülse ausgesägt. Mit meinem Winkelschleifer habe ich die Aluminiumprofile auf die passende Länge gekürzt. Da das Aluminium sehr schnell schmierig wird, ist der Winkelschleifer nicht die beste Wahl. Mit einer Eisensäge wäre es sicherlich einfacher gewesen. Zur Befestigung der letzten Diele habe ich zunächst die Aluminiumprofile auf die passende Länge gekürzt und anschließend die Endklammern montiert. Danach habe ich die Clips der vorherigen Diele wieder entfernt und die neue Diele in die Endklammern eingehakt. Nun konnte ich die Clips von der Seite durch die Nuten hineinschieben und beide Dielen gleichzeitig miteinander verschrauben. Das Pooldeck auf meinem Poolhäuschen habe ich auf die gleiche Weise gebaut. Ich habe die Aluminiumprofile ausgelegt, die Löcher vorgebohrt und anschließend jede Diele einzeln mit den Clips an dem Profil befestigt.
Zum Schluss musste ich die Dielen nur noch mit meiner Handkreissäge jeweils außen und innen auf die passende Länge kürzen. Ein gutes Wochenende hat es gedauert, meine Terrasse zu bauen. Die alte Terrasse, die alten BPC-Dielen und die alten Balken aus meiner Hochterrasse vom ovalen Stahlwandpool haben nun ein neues Leben bekommen. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze von oben schön bündig angebracht. Die Flucht ja einigermaßen in einer Linie und es hält. Es hält mich, es hält jeden anderen. Alles, was ich noch tun muss, ist ja die Streifen von meiner Markierung wieder abwaschen. Auch die Reste, die sich im Laufe der Zeit auf diesen alten Dielen ergeben haben, da muss ich mit dem Kercher noch mal rüber und das Ganze sanft abschrubben. Wie ist eure Meinung zum Projekt? Was könnt ihr mir noch mitgeben? Ich brauche nämlich eure Hilfe. Ich möchte in diesem Bereich noch eine schöne, dezente Poolbeleuchtung bzw. Terrassenbeleuchtung anbringen. Und ich bin mir einfach noch nicht sicher, ob ich Strahler einbaue, die von unten durch die Dielen nach oben hindurch scheinen, ob ich eine LED-Band einbaue oder was auch immer. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr mir empfehlen könnt, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt, was ihr einfach cool findet. Würde ich mich riesig drüber freuen, da einfach mal von euch was abzugucken und nachzubauen. Vielleicht noch ein kleiner Blick von der Seite. Ihr seht, die alte massive Gummimatte habe ich bereits abgeschnitten und möchte mit den Restern, die ich ja noch habe von meinen PVC-Dielen, auch die Fassade von meinem Poolhäuschen noch mit verkleiden. Das werde ich in den nächsten Tagen machen. Und auch den Bereich hier unterhalb des Laufstegs werde ich noch verkleiden. Hier eine kleine Tür einbauen, einen Revisionsschacht, um jederzeit noch unter die Terrasse herunterkrabbeln zu können. Tja, was kann ich euch noch zeigen? Die Lösung mit meinem Skimmer ist nicht ganz so schick geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe, aber sie ist funktionell. Ich habe mit 3 Aluminiumprofilen die Dielen von unten befestigt. Das Ganze hält, das hält auch noch ein paar Jahre lang und kann rauflegen, runterlegen. Und die Dielen sind so angebracht, dass sie immer an einer relativ gleichen Funktion bzw. Position liegen, so dass der Abschluss am Ende immer noch stimmt. Ich kann auf diesem Wege jederzeit bequem an den Skimmer herankommen und den Deckel einfach wieder schließen, wenn ich hier fertig bin. Nun ja, perfekt ist anders, aber es ist eben den Umständen geschuldet. Wie ist eure Meinung zum Projekt? Gebt mir ein Feedback, schreibt mir unter das Video in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ich aus diesen alten Dielen eine neue Terrasse gebaut habe. Schreibt mir in die Kommentare. Gebt mir ein Abo, gebt mir ein Like für dieses Video, wenn es euch was gebracht hat, wenn es euch gefallen hat. Schaut unter das Video, dort verlinke ich euch die Bauteile, die ich hier verwendet habe. Vielleicht ist da auch etwas für euch mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich schon auf das nächste Video mit euch, denn auch der Bereich hinten herum, der will noch ausgebaut werden mit einer Steinterrasse. Das werde ich als nächstes angehen. Und auch der Bereich hier vorne vor der Gartenküche, da möchte ich ein Sonnensegel anbringen, und zwar ein einfaltbares Sonnensegel, denn die Bodenhülsen, die sind ja bereits da. Und wie ich das mache, das seht ihr auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.